Hallo meine lieben Kochfreunde, ich bin der Matti, ich begrüße euch recht herzlich auf meinem Kochkanal Outdoor Kitchen. Ja Leute, heute entführe ich euch in die Welt der polnischen Küche. Und zwar, was werden wir heute machen? Ja, was wohl? Heute machen wir ein echtes polnisches Bigos. Ja, Bigos ist ein polnisches Nationalgericht und ja, es ist mehr als das. Es ist der Inbegriff der polnischen Küche, ein herrliches Essen. Das kennen bestimmt die meisten von euch und ja, für diejenigen, die es dennoch nicht kennen, Bigos ist ein Krauteintopf mit verschiedenen Sorten Fleisch, mit Weißkohl und Sauerkraut und weiteren Zutaten. Es hat einen sehr intensiven, säuerlich-süßen Geschmack. Normalerweise wird das Ganze über 3 Tage gekocht, wenn du richtig gutes Bigos haben willst. Ja, aber heute zeige ich dir nicht, wie du richtig gutes Bigos machst, das kann jeder. Heute zeige ich dir, wie du das allerbeste Heute zeige ich dir, wie du das allerbeste Bigos kochst. Ja, schau dir das Rezept an, vor allem koch es nach, es schmeckt wirklich sensationell, sensationell lecker. Fangen wir an. Ja, kommen wir nun zu den Zutaten für Bigos und neben Kohl und Sauerkraut ist Fleisch eine der Hauptzutaten für das Gericht. Was ihr hier seht, das sind insgesamt 2 Kilo Fleisch. Es gliedert sich auf in frisches Schweinefleisch und Rindfleisch. Rindfleisch sollte nicht zu mager sein. Dazu noch etwas Krakauer und Jägerwurst und geräucherten Speck. Ja, welches Fleisch ihr verwendet, das bleibt euch und eurem Geschmack überlassen. Die Hälfte davon, beziehungsweise ein Teil, sollte Frischfleisch sein, Schwein und Rind. Ein Teil Wurst und geräucherter Speck. Und was noch dazu kommt, das ist Kohl und Sauerkraut. Ja, dazu habe ich hier noch ein Schälchen mit frisch gehobeltem Weißkohl und eine große Dose Sauerkraut. Und ja, die Mengenangaben bei den ganzen Bigos-Rezepten, die variieren. Ich kann euch sagen, die optimale Konstellation ist 2:1. Das heißt, du hast 2 Teile Fleisch. Achte darauf, dass es nicht zu mager ist. Und je mehr Fleischsorten, desto besser ist es. Und ein Teil Kohl und Sauerkraut. Aber wie gesagt, kann jeder machen, wie er will. Manche verwenden mehr Kohl, mehr Weißkohl, weniger Sauerkraut. Manche nehmen nur Wurst. Aber ich kann dir sagen, mach es so wie ich, denn das ist optimal. An weiteren Zutaten habe ich hier eine große Zwiebel gehackt, dazu 2 Esslöffel Tomatenmark und 3 Esslöffel fein gehackter Knoblauch. Und was wir da noch machen, damit wir das Knoblaucharoma konservieren, gebe ich noch etwas Olivenöl dazu. Als erstes heizen wir eine Pfanne vor, geben etwas Butterschmalz hinein, die Pfanne muss richtig heiß sein und dann braten wir das Frischfleisch rundherum an, etwa 5 Minuten lang. So, nachdem die Zwiebeln glasig sind, geben wir den frischen Kohl dazu und den dünsten wir ungefähr 10 Minuten lang an, bis er weich ist.
Jetzt kommen noch zwei Zutaten dazu, die ganz elementar für das Gericht sind. Ich habe hier 50 Gramm getrocknete Pilze, die habe ich abgewaschen und eine halbe Stunde lang in warmem Wasser eingeweicht. Und was ganz wichtig ist, gibt noch eine Handvoll getrocknete Pflaumen mit dazu. Das macht den Kohl besser verdaulich und wie gesagt, getrocknete Pilze und Pflaumen, das gibt dem Bigos den charakteristischen Geschmack. Jetzt gebe ich noch einen halben Liter Rotwein dazu. Und dann gieße ich noch Wasser dazu, bis alles bedeckt ist. Am Ende würzen wir das nochmal mit Salz, nicht zu viel Salz, weil wie gesagt der Speck ist salzig und bei Bedarf kann man nachsalzen. Dazu noch ganze Pfefferkörner, etwas Wacholderbeeren und Lorbeerblatt. Ja, liebe Leute, ich lasse das Bigos kurz aufkochen und dann wird die Temperatur reduziert und dann wird das Ganze 2 Stunden lang bei niedriger Hitze geköchelt, ganz langsam geköchelt. Das Fleisch schmort vor sich hin und gibt das Fett an den Kohl, an das Kraut ab. Und ja, was ganz wichtig ist, was den Geschmack von Bigos nachhaltig verbessert ist, wenn du das erst am 3. Tag isst. Das heißt 2 Stunden lang köcheln, morgen nochmal aufwärmen für eine halbe Stunde und am 3. Tag aufgewärmt essen. Leute, das hat gerade mal angefangen zu kochen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was hier für ein Aroma in der Luft ist, was für ein toller Duft. ich kann es gar nicht beschreiben, das müsst ihr nachkochen, das müsst ihr erleben. Jetzt lassen wir das Ganze erstmal 2 Stunden lang auf niedriger Hitze köcheln und passt auf, das Ganze wird noch besser. Ja, meine lieben Kochfreunde, ich habe das Bigos, ich koche es jetzt den 3. Tag. Am 1. Tag habe ich 2 Stunden lang auf niedriger Hitze schmoren lassen. Gestern habe ich es nochmal aufgewärmt für eine halbe Stunde und heute mache ich genau das Gleiche. Und ja, wie gesagt, Bigos schmeckt am 3. Tag aufgewärmt am besten. Und aber warum eigentlich? Das ist ganz einfach, das Fleisch wird wunderbar zart, es setzt das Fett frei und das verbindet sich mit dem Sauerkraut, die ganzen Zutaten. Das ganze Gericht kriegt viel mehr Tiefe, viel mehr Geschmack. Und ein weiterer Grund ist, gerade wenn du was mit Kohl und Sauerkraut machst, das Ganze fermentiert ja und setzt noch viel mehr Milchsäurebakterien frei und somit kriegt das Bigos nicht nur mehr Geschmack, sondern ist auch gut für die Verdauung. Verdauung. Als ob ich damit ein Problem habe. Ich kann essen, was ich will und auch in Mengen. Aber wie gesagt, lohnt sich wirklich, das über 3 Tage zu kochen, weil es schmeckt einfach besser.
Ja, meine lieben Kochfreunde, das war das polnische Bigos-Rezept und ja, wie ihr seht, das ist kein Gericht, was du zwischen Tür und Angel machst und erfordert ein bisschen mehr Arbeit, längere Zubereitungsdauer, aber ich finde, die Arbeit sollte man sich auch machen, weil du wirst ja auch belohnt. Zum Geschmack, was soll ich sagen, Leute, ich weiß gar nicht, wo ich mit der Gabel zuerst reinstechen soll. Ich habe immer noch total das intensive Aroma im Mund und ja, absolut lecker das Ganze. Und ja, die Bigos wird traditionell mit Roggenbrot serviert oder Kopytka in Polen. Du kannst auch Salzkartoffeln oder Knödel dazu machen, was du magst. Aber wie gesagt, ich esse es am liebsten in Brot. Ja, wenn du das Brot so schön aushüllst und sieht auch schick aus und macht auch was fürs Auge her. Ja Leute, ich freue mich auf Kommentare, wenn ihr den Kanal abonniert, das Video teilt und vor allem, wenn ihr es nachkocht. Und ja, ansonsten bis zum nächsten Mal. Euer Matti.